Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. In diesem Video dreht sich alles um das Thema Software-Updates und zwar speziell um das Modell Mazda 6e. Da gab es nämlich vor kurzem ein großes Update mit ganz vielen Veränderungen und wir haben auch schon die ersten Anfragen von euch bekommen. Hey, wie funktioniert denn das? Muss ich da was beachten? Bei mir geht es nicht, bei mir wird es nicht angezeigt und was weiß ich noch alles. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir einfach mal ein Video für euch, wo wir euch erklären, wie das Ganze funktioniert, was ihr beachten müsst, damit das alles reibungslos funktioniert und was es sonst noch so für Fragen zu klären gibt. Das machen wir in diesem Video. Und wenn es euch interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, heute also das Thema Software-Updates, speziell jetzt eben für den Mazda 6e. Wenn ihr also so ein Auto besitzt, dann seid ihr hier goldrichtig. Warum machen wir das Video? Vor kurzem sind also die ersten Updates für dieses Fahrzeug rausgekommen. Da hat Mazda ganz viele Dinge verändert, die ihr euch gewünscht hattet. Das ist allerdings nicht nur ein Update, da werden also in Zukunft noch weitere Updates kommen. Und dann haben wir natürlich ganz viele Fragen von euch bekommen, was man da eben beachten muss. Bei manchen wurde es nicht angezeigt, bei manchen wurde es nicht durchgeführt. Und dann haben wir gedacht, machen wir jetzt einfach mal ein Video dazu, damit ihr eben die ganzen wichtigen Infos bekommt, damit es eben möglichst schnell und reibungslos bei euch funktioniert. Damit es eben gut von mir erklärt werden kann, habe ich mir natürlich hier mal ein Auto für euch vorbereitet. Wir setzen uns jetzt gleich mal rein und fangen mal so ein bisschen mit den Basics an. Ich fange als erstes mal damit an, euch erstmal zu zeigen, wo ihr sehen könnt, was für einen Softwarestand ihr aktuell tatsächlich bei eurem Fahrzeug habt. Das geht hier über das Display super einfach. Ihr geht hier einfach auf das Fahrzeugsymbol, habt hier euer Hauptmenü, geht bitte relativ weit nach unten, klickt hier auf Mein Fahrzeug und hier oben ist also eure Systemversion zu sehen. Wir haben jetzt bei diesem Fahrzeug die Version 1.0.05 drauf. Das ist jetzt wirklich komplett abhängig davon, wann ihr euer Auto bekommen habt. Grundsätzlich wurden die allerersten Autos auch schon so mit 1.03 und so weiter ausgeliefert. Meistens habt ihr wahrscheinlich jetzt hier auch, zumindest wenn ihr jetzt das Video gerade in diesem Moment frisch schaut, auch die 1.005 drauf. Aktuell wird ausgespielt die Endnummer 7 und in Zukunft wird es natürlich dann auch höhere Nummern geben. Das heißt also, wenn ihr jetzt schon wisst, okay, ich habe hier eine kleinere Nummer stehen als die gerade jetzt zum Beispiel hier in diesem Video genannt wird, dann ist es eben so, dass ihr hier Anrecht auf dieses Update habt. Und grundsätzlich ist es so, dass Mazda euch natürlich hier das ja zuspielt. Das heißt, ihr müsst es also nicht irgendwie über einen USB-Stick oder so installieren, sondern ihr habt praktisch eine Möglichkeit, hier über eine Internetverbindung das herunterzuladen. Und da kommen wir auch schon zu einem ganz wichtigen Punkt, warum es vielleicht nicht klappen könnte. Wir haben ja die Möglichkeit, das Auto mit der My Mazda App zu verbinden. Dann macht das Auto Folgendes, dass es sozusagen euch Live-Dienste oder eben auch solche Datenpakete kostenlos zur Verfügung stellt. Die meisten Kunden nutzen das, aber es gibt natürlich auch Kunden, die sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte eben, dass das Auto keine Verbindung zur Außenwelt hat. Ich möchte praktisch maximalen Datenschutz. Dann würdet ihr also jetzt hier nicht vollautomatisch die Info bekommen, dass ein Update schon verfügbar ist. Aber auch für diesen Weg hat sich Mazda entschieden, euch eine schöne Lösung anzubieten. Die erste mögliche Lösung wäre sozusagen, dass ihr hier mit dem sogenannten Wi-Fi-Netzwerk, also praktisch eine WLAN-Verbindung, mit eurem Haus oder mit dem Handy eine Verbindung herstellt und dann eben Internetzugang habt. Wie macht ihr das? Ihr geht jetzt hier zum Beispiel einfach auf Netzwerk, sagt hier zum Beispiel bei WLAN, hier steht bei uns schon verbunden, weil wir im firmeninternen Netzwerk sind. Und dann könnt ihr hier eben euer Netzwerk, möglichst natürlich dann von zu Hause oder vielleicht von eurem Handy, was er dann hier als Hotspot zur Verfügung stellt, eine Verbindung herstellen. Dann habt ihr schon mal Internet und damit auch im Auto. Und damit könnt ihr auch nach Software-Updates suchen. Die zweite Variante wäre, dass ihr sagt, nein, ich möchte immer noch keine Internetverbindung haben. Dann könnt ihr natürlich zu eurem Mazda-Händler auch gehen und dann wird es dort eben per USB-Stick aufgespielt. Da gibt es tatsächlich noch eine kleine Besonderheit. Speziell die Version 1.003, da ist es eben schon bekannt, dass hier diese Software-Updates over the air nicht so richtig funktionieren. Hier solltet ihr übrigens mal dann auch wirklich bei eurem Mazda-Händler persönlich vorbeifahren, dann spielt euch das neueste Update drauf und zukünftig klappt es dann ganz reibungslos. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen Zuschauer, der sagt, hey, ich habe das mit der My Mazda App verknüpft, brauche ich jetzt WLAN oder ich habe gar kein WLAN? Dann braucht ihr das natürlich nicht. Schauen wir uns auch mal an. Wir haben das hier oben schon mal. Hier oben habt ihr immer so eine kleine Anzeige. Bei uns, ich hoffe, ihr könnt sehen, steht da 4G, also für das 4G-Netzwerk, aber ein sehr schlechter Empfang. Und da kommen wir zum nächsten wichtigen Thema, warum das vielleicht nicht funktionieren könnte. Es gibt jetzt eben Regionen, da habt ihr vielleicht eine sehr langsame Internetverbindung, vielleicht nur 2G. Oder aber ihr seid wie wir jetzt hier in der Garage drin und habt einen super schlechten Empfang. Dann kann es sein, dass ihr gar nicht so richtig nach diesen Updates schauen könnt oder aber der Download so unendlich langsam dauert, dass ihr eigentlich dann wirklich in eine Region fahren solltet, wo ihr vielleicht einfach ein bisschen besseren
Empfang habt, meistens irgendwo Stadtkerne oder einfach irgendwo eine Stelle, wo man eben jetzt von Gebäuden nicht massiv irgendwo umgeben ist. Da solltet ihr also ein bisschen auf die Empfangsanzeige schauen und dann da idealerweise nochmal nach dem Software-Update suchen. Ja, und apropos Software-Update suchen, gibt im Endeffekt zwei Methoden. Ihr geht hier auf mein Fahrzeug und dann habt ihr hier unten so ein Knöpfchen, da steht schon Update Fahrzeug Softwareversion. Und wichtig ist eben, dass ihr euch jetzt darum gekümmert habt, dass ihr jetzt in diesem Moment Wi-Fi habt oder aber hier oben eine 4G-Verbindung. Bei uns ist jetzt beides vorhanden. Dann drückt ihr bitte hier oben drauf und dann bekommt ihr eben so normalerweise hier schon mal eine Info. Hey, ich habe eine neue Version für dich bekommen. Aktuelle Version ist das und das könnten wir jetzt eben runterladen. So, okay, jetzt gibt es natürlich noch mehrere Fälle. Zum einen mal, ihr habt zum Beispiel da drauf gedrückt, aber es wird nicht angezeigt. Also da kommt eben kein Update. Und habt ihr eben die Version 1.04 oder höher, dann könnte es auch sein, dass euer Fahrzeug im Moment noch nicht dieses Softwarepaket zugeteilt bekommen habt. Das ist also schon relativ häufig so, dass der Hersteller versucht, die Last auf den Servern ein bisschen zu verteilen, sodass nicht alle am gleichen Tag diese mehreren Gigabytes runterladen, weil das dann für alle viel, viel zu langsam dauern würde. Das heißt, man teilt eben im Endeffekt diese Softwarepakete Fahrgestellnummern zu. Und so kann es eben sein, dass vielleicht irgendjemand im Forum oder in der Facebook-Gruppe sagt, hey, ich habe gerade ein Update bekommen und bei euch ist es noch nicht. Wartet da einfach ein paar Tage ab und dann wird es auch bei euch erscheinen. So, ihr seht schon, wir waren jetzt eben mit dem WLAN verbunden. Dann könnte ich jetzt hier auf Download gehen. Ich möchte euch aber vorher noch kurz was anderes zeigen. Es kann durchaus auch passieren, dass das Fahrzeug sozusagen euch hier ja, während des Fahrens oder während des Nutzens ein Update anzeigt, aber ihr habt das irgendwie weggedrückt, weil ihr wolltet jetzt nicht abgelenkt werden. Dann taucht hier oben so eine Art Sprechblase auf mit so einem roten Punkt. Da könnt ihr gerne mal drauf tippen und dann ist das so eine Art wie eine SMS, müsst ihr euch das vorstellen. Fahrzeug-Upgrade, neue Version gefunden und dann kommt ihr genau wieder in dieses Menüfeld. Ja, und dann bleibt im Endeffekt nicht mehr viel übrig, auf Download zu drücken. Aber auch da haben wir wieder schon die ersten Fragen von euch bekommen. Hey, der Download hat nicht so richtig funktioniert oder ist abgebrochen oder was auch immer. Gibt es natürlich auch ein paar Bedingungen, die ganz, ganz wichtig sind. Zum einen mal ist wichtig, dass der Ladestecker hinten nicht angesteckt ist. Also intuitiv würde man vielleicht jetzt erstmal den Ladestecker anstecken oder vielleicht dann, wenn das Update läuft, den Ladestecker reinstecken. Habe ich auch schon erlebt. Nein, es muss tatsächlich eben nicht vorhanden sein, dass das Auto wirklich mit sich nicht irgendwie noch mit Laden beschäftigt ist, soll sich um dieses Update kümmern. Punkt Nummer 1. Dann gibt es noch so eine Temperatureinschränkung. Das ist jetzt im Sommer nicht so das Thema, kann aber im Winter wichtig werden. Ungefähr bei minus 10 Grad oder tiefer wird das Update nicht durchgeführt. Das heißt, es muss ein bisschen wärmer sein. Zweites Thema, was ich auch schon ein paar Mal, ja, ich sag, euch jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen habe, ist einfach der Empfang. Wenn der Empfang zu schlecht in eurer Region ist, bricht vielleicht der Download ab, dauert auch zu lange, dann könnte eben auch hier eine Fehlermeldung kommen. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, aber das sind so wirklich die wichtigsten Dinge, die ihr wissen solltet. Und auch das Ganze mit dem Update funktioniert natürlich nicht beim Fahren. Das Auto muss stehen und ihr solltet auch euch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Also jetzt nicht irgendwie sagen, ich drücke jetzt hier auf Download und dann auf Installieren und dann müsst ihr in 10 Minuten schon zur Arbeit fahren. Das wird nicht funktionieren. Also lasst euch da lieber ein bisschen Zeit und macht es erst am Abend, anstatt am Morgen, bevor ihr auf die Arbeit fahrt. Okay. Eine wichtige Sache hat mir der Marcel gerade noch zugeflüstert, hatte ich ganz vergessen, der Akkuzustand. Also Mazda sagt, damit das Update sicher durchgeführt werden kann, braucht ihr mindestens 20% Akku. Ist ja relativ einfach hier im Display abzulesen. Wir haben jetzt hier 45%. Das sollte definitiv reichen. Habt ihr gerade irgendwie 21%, ladet einfach noch ein bisschen nach, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass da garantiert nichts schief geht. So, jetzt aber zum Thema Download. Hier müsst ihr im Endeffekt nichts anderes machen, als hier auf Download zu drücken. Und da ist jetzt natürlich hier eine schnelle Internetverbindung sehr, sehr wichtig. Und ihr seht schon, er lädt jetzt hier ganz runter. Wir sind jetzt in unserem Wi-Fi, laden jetzt hier mit ungefähr 120 Megabit, also 11, 12 Megabyte herunter. Datenpaket hat ein Volumen von ca. 5,2 Gigabyte und das geht jetzt hier ziemlich flott. Würdet ihr das Ganze über Mobilfunk machen, könnte es eben sein, dass das eben je nach Empfang, gerade bei dieser schlechten Empfangsstärke, vielleicht sogar 2, 3 Stunden dauert. Von daher finde ich eben diese Wi-Fi-Lösung eben ganz geschickt. Wir warten das jetzt mal kurz ab und dann geht es weiter. Das Fahrzeug ist jetzt fertig mit dem Download des Update-Paketes. Nun wird das Ganze entpackt. Müsst ihr euch wie so eine Art Archiv vorstellen. Vielleicht kennt ihr das vielleicht vom PC, so ein ZIP-Archiv. Ist eine gute Gelegenheit, hier einfach mal so ein bisschen durchzuzappen, was da eigentlich so steht, wie lange das ungefähr dauert. Also die 30 Minuten finde ich fast ein bisschen überambitioniert. Hängt wirklich sehr stark auch davon ab, ja, wie lange sozusagen oder wie schnell eure Internetverbindung ist. Das ist wahrscheinlich eher die Update-Dauer, bis es dann wirklich installiert ist. Hier ist auch mal ganz interessant, da war ich ein bisschen zu schnell, was sozusagen hier verbessert wurde.
Also wir haben hier eine Reihe von Verbesserungen im Schwerpunkt auf Fahrassistenz und Komfortfunktionen. Das bezieht sich jetzt hier natürlich nur auf diese Version 1.007. Kann dann natürlich bei den neueren Versionen auch haben. Schauen wir uns das Ganze mal an. Details, also wir haben einmal hier eine Verbesserung von dem Spurwechselassistent, der eben ja gerade in der Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass er ein bisschen arg streng war mit euch und euch dann fast schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, überambitioniert in die Spur gelenkt hatte. Dann haben wir hier bestimmte Schnellladestationen. Gab es wohl Probleme, habe ich selber bei unseren Kunden jetzt nicht gespürt gehabt. Dann hatten wir tatsächlich auch ein Thema bei unseren Tests, wo wir das Auto bei der Reichweite getestet haben, dass eben am Ende das extrem schnell ging und man das gar nicht so richtig kalkulieren konnte. Wir sind auf der Autobahn noch unterwegs gewesen. Kann euch gerne den Test auch mal hier oben verlinken. Und dann waren wir tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es eben so schnell ging. Das ist jetzt nochmal verbessert worden. Da wurde also die Kalibrierungshäufigkeit und auch die ganze Logik, die dahinter steckt, nochmal optimiert, damit es eben genauer ist. Haben wir auch schon festgestellt, dass das wirklich sehr, sehr gut jetzt funktioniert, dass man das besser kalkulieren kann. Was haben wir denn noch Schönes? Gut, für slowenische Sprache ist noch was verändert worden. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, die eben auch auf der Mazda-Website euch eigentlich offiziell zur Verfügung stehen sollten. Ich habe mir das allerdings schon mal angeschaut in der Zwischenzeit. Finde es ein bisschen schade, dass da tatsächlich auf der Website das fast noch ein bisschen kürzer ist, als es jetzt hier beschrieben wurde. Da würde ich mir tatsächlich von Mazda wünschen, dass sie das ein bisschen detaillierter machen. Ist ja auch schön ist, einfach zu wissen als Nutzer, was jetzt hier konkret alles verändert wurde. Wir Händler haben schon so ein komplettes Pamphlet bekommen, was alles dabei ist. Das ist allerdings etwas, das dürfen wir jetzt nicht irgendwie hier auf YouTube zeigen. Aber ich kann euch im Endeffekt sagen, ist zum Beispiel auch das Thema Klimaanlage ist was gemacht worden. Da war es eben im Endeffekt so, dass man eigentlich fast schon so ein bisschen zu kalt war im Fahrzeug. Das hat man neu kalibriert. Wir haben auch zum Beispiel beim adaptiven Tempomat gehabt, dass er in Kurven die Geschwindigkeit reduziert hatte. Das war praktisch eine Funktion, die man bereitgestellt hatte, um das Autofahren sicherer zu machen. Der wusste also im Navigationssystem, da kam eine Kurve und hat dadurch einfach die Geschwindigkeit ein bisschen zurückgenommen, damit ihr nicht das Gefühl habt, die Kontrolle zu verlieren. Aber es war ein bisschen übervorsichtig und das hat man jetzt zum Beispiel auch angepasst und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Wenn euch das im Detail so ein bisschen interessiert, fragt am besten mal bei eurem Mazda-Händler. Bin mir sicher, dass er euch da auch die Details nennen kann. Wie gesagt, hier, Mazda hat ein bisschen was hingeschrieben, aber das ist längst nicht vollständig. Ich glaube, es sind über 40 Positionen gewesen, die jetzt hier abgedatet werden. Die nächsten Updates werden wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen noch kommen, gerade was auch das Thema Sprachbedienung und so weiter angeht. Navigationssystem wird einiges passieren. Das sind natürlich auch sehr aufwendige Updates, das dauert einfach ein bisschen. Ja, ansonsten, wenn ihr das Video natürlich dann irgendwann in 1, 2 Jahren seht, werdet ihr hier wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Softwareversion noch sehen und dann gibt es natürlich noch viele andere Dinge. Und es kommt ja auch bald ein neues Modell bei Mazda raus, so ein Mazda SUV, der auch komplett elektrisch ist, der wird auf einem sehr ähnlichen Prinzip basieren und da wird es natürlich dann ganz genauso funktionieren wie das, was ich euch jetzt hier erklärt habe. Wir lassen jetzt hier mal noch so ein bisschen dieses Entpacken zu Ende laufen und dann nehme ich euch wieder mit, wenn wir fertig sind. Das Paket hat sich nun komplett entpackt und ihr müsstet jetzt auf eurem Fahrzeug ungefähr diesen Bildschirm hier sehen. Oben die Version, die runtergeladen und jetzt nun entpackt wurde. Hier jetzt meine aktuelle Version. Hier könnt ihr theoretisch noch auf Details drücken und da zum Beispiel eben die Softwarestände der einzelnen Steuergeräte euch anschauen. Ehrlich gesagt ist das recht komplex und bringt euch auch nicht so viel einfach wieder zurück. Hier nochmal der Hinweis, 30 Minuten dauern etwa, was jetzt nochmal das Ganze für das Installationspaket auf dem Auto wäre. Und jetzt habt ihr hier 3 Möglichkeiten, die ihr anklicken könnt. Verriegelungsupgrade, geplantes Upgrade und jetzt Upgrade. Darüber sollten wir jetzt mal sprechen. Also normalerweise würde ich empfehlen, zum Beispiel jetzt Upgraden zu verwenden, wenn ihr so ein bisschen technisch interessiert seid, vielleicht ganz am Anfang das erste Update mal macht und einfach dabei sein wollt, was da eigentlich passiert, wie das aussieht und so weiter. Das heißt, wenn ihr da drauf drückt, läuft das Ganze durch. Das Auto bleibt die ganze Zeit aktiv. Ihr könnt euch das Auto verlassen, aber es ist natürlich in der Zwischenzeit theoretisch jetzt hier offen und damit auch für andere nutzbar. Das würde ich euch nur empfehlen, wenn ihr zu Hause seid und das Auto irgendwie im Blickfeld habt. Ansonsten finde ich eigentlich mein Favorit persönlich das Verriegelungsupgrade. Das heißt, wenn ihr da drauf drückt, wird das Update sozusagen aktiviert, sobald ihr das Auto abschließt und aussteigt. Und das ist natürlich praktisch, dann wird sich alles updaten und dann ist das Auto komplett fertig, wenn ihr wieder ins Auto einsteigt. Jetzt gibt es aber noch geplantes Upgrade. Da gibt es vielleicht die Frage, ja, wann mache ich denn das? Jetzt könnte es folgende Situation geben. Ihr nehmt Verriegelungsupgrade, steigt aus, geht nach Hause und dann irgendwie euer Partner oder Partnerin sagt, du Schatz, gib mir mal einen Schlüssel, ich muss noch kurz was einkaufen. Ja, und dann ist natürlich blöd, wenn dann das Update durchläuft und man jetzt noch 30 Minuten warten muss, bis es endlich fertig ist. Deswegen geplantes Upgrade. Hier könnt ihr also zum Beispiel eine feste Uhrzeit und einen Tag hinterlegen. Schauen wir uns mal an. Ich gehe jetzt zum Beispiel mal hier drauf.
Dann habt ihr die Möglichkeit, hier zwischen heute und morgen auszuwählen. Weiter in die Zukunft gibt es nicht. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, noch eine Uhrzeit auszuwählen, jetzt zum Beispiel irgendwie 23:55 Uhr oder irgendwie mitten in der Nacht oder ganz früh am Morgen. Dann würdet ihr auf Haken setzen und dann auf OK gehen. Und dann wird sozusagen mitten in der Nacht oder was ihr halt für eine Uhrzeit eingestellt habt, das Auto sich aktivieren, das installieren und damit ist das Auto dann am nächsten Morgen komplett fertig. Finde ich eigentlich auch eine ziemlich coole Lösung. Okay, damit ihr jetzt hier natürlich ja, während des Videos so ein bisschen live mitbekommt, was da so passiert, dass ihr das vielleicht einfach mal wisst, wählen wir natürlich die Variante jetzt upgraden. Und jetzt ist eben auch das, was ich euch am Anfang gesagt habe, ganz besonders wichtig, dass eben jetzt zum Beispiel eben hier der Ladestecker abgeschlossen ist, dass das Auto ausreichend, wie soll ich sagen, Akkukapazität hat. Und generell solltet ihr auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier im Auto sitzt und irgendwas macht, das Auto in einem fahrbereiten Zustand halten. Fahrbereit heißt, dass ihr praktisch einmal die Bremse drückt, dann steht hier so ein kleines Ready-Symbol da. Das Auto muss auf P wie Parke stehen, mehr als -10 Grad, also all diese Sachen, die ich euch auch schon genannt hatte. Und ja, jetzt drücken wir einfach mal hier auf Jetzt upgraden. Dann kommt hier nochmal so eine Art Erinnerung. Da geht es jetzt eher so um allgemeines Blabla und wo man sich bei Fragen, Problemen und so weiter melden soll. Also jetzt nicht so ein relevantes Ding. Dann läuft da so ein Timer runter, damit man das auch wirklich gelesen hat. Dann kann man hier den Haken setzen und dann geht man hier auf Start Aktualisierung. Jetzt prüft das Auto gerade alle Bedingungen. Das ist jetzt alles erfüllt und es dauert noch einen kleinen Moment. So, und jetzt seht ihr hier schon, okay, Upgrade ist auch jetzt für das Verriegelungssteuerungsmodul vorhanden. Das heißt, hier sollte man ein bisschen aufpassen und man ist eben nach der Installation das Auto auf jeden Fall nochmal verriegeln und verlassen, damit sich das ganze Steuergerät sozusagen auch nochmal, wie soll ich sagen, kalibrieren oder beziehungsweise resetten kann, weil jetzt im Moment ist das sozusagen in einem anderen Stadium. Okay, wir stellen euch jetzt hier mal so eine GoPro auf, die nimmt das Ganze jetzt hier so ein bisschen auf. So, alles ist nun abgeschlossen. Wie ihr es vielleicht in der Timelapse gesehen habt, am Ende kommt noch so ein Button, wo dann steht Update erfolgreich. Ihr könnt auf OK drücken. Ich war gerade links oben noch an einem Kundengespräch, deswegen hat es ein bisschen länger bei uns gedauert. Deswegen ist jetzt hier alles komplett aus. Das Auto hat sich also dann nach einer gewissen Zeit selber ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Und jetzt kommt eben das Thema Verriegelungssteuergerät. Das heißt, da war ja die Anweisung, bitte jetzt nochmal aus dem Auto rauszugehen, abzusperren. Gebt dem Auto dann so 2-3 Minuten Zeit, dass das Verriegelungssteuermodul sich nochmal komplett ja, neu starten kann. Und das machen wir gleich mal. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier im System an, ob denn das Software-Update auch schon wirklich drauf ist. Wir gehen jetzt hier auf Fahrzeug, dann gehen wir auf Mein Fahrzeug und ihr habt hier oben dann eben nochmal die Möglichkeit zu prüfen 1.007 BD. Gut, und ansonsten, wie ich es euch am Anfang des Videos gezeigt hatte, werdet ihr wieder informiert, wenn ein neues Update bereitsteht. Braucht also nicht die ganze Zeit immer mal draufdrücken. Das Auto merkt das ziemlich schnell. Ansonsten einfach hier dann eben auf Update Fahrzeug-Software-Version gehen. Und hier steht schon da bereits die neueste Version. Wie gesagt, am Anfang, auch in den nächsten Wochen und Monaten wird es demnächst nochmal einige Updates geben mit größeren Paketen. Einfach da noch ein bisschen Geduld, weil wir auch relativ häufig von euch die Frage bekommen, wann kommen diese Updates raus. Wir wissen das als Händler meistens auch nicht immer ganz so genau. Das wird einfach so schnell wie möglich rausgegeben, sobald es eben geprüft ist. Ja, ansonsten, wenn ihr zu diesem Thema Updates bei eurem Mazda 6e noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie immer in die Kommentare unten rein. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich freuen wir uns über ein Like von euch. Denkt noch dran, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr nämlich immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Das ist vielleicht auch ganz praktisch, damit ihr da nichts verpasst. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir uns wieder beim nächsten Video sehen. Ciao, ciao.